Was ja auch schön ist, wenn wir die Jungs einkleiden, die halt mal mit so einer Hose anfangen. Und dann mit so einer Größe enden. Das ist natürlich, wenn die so lange bleiben, da hat man mehr als Spaß, die Spieler zu erleben. Ich bin zuständig für die Einkleidung von der U8 bis U23. Dann das Zweite ist ja, dass ich die U23-Mannschaft betreue. Und wenn ich dann abends fertig bin, dann haben wir ja unser Internat, wo ich dann zurückgehe, wo ich mir dann den letzten Kick hole und mit den Jungs doch mal den Tag einfach reflektiere oder solche Sachen machen, wo wir dann schon mal Abwechslung haben. Das ist so, als wenn man hat jetzt 9 Kinder. Ich koche, sehe zu, dass drüben alles in Ordnung ist, dass immer alles aufgefüllt ist und versuche, dass es immer schön aussieht. Mädchen für alles, sage ich immer. I think she's very funny. I don't understand her, to be honest, and she doesn't understand me. So a lot of times she says something, I laugh. I say something, she laughs. Für mich persönlich wichtig ist, dass die Jungs sich hier bei uns wohlfühlen, dass sie eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln, sich respektvoll erwachsenen Personen gegenüber verhalten und dass sie gewisse Dinge, die für sie gemacht werden, auch zu schätzen wissen. Im typischen Internat stellt man sich halt so vor, ein Gang, rechts ein Zimmer, links ein Zimmer. Bei uns ist es halt eine ehemalige Villa, die wir umgebaut und zu einem Internat adaptiert haben. Das ist ein großer Pluspunkt für die Entwicklung der Jungs. Wir auf Schalke pflegen die duale Ausbildung. Das heißt, sollte Plan A ist für die Jungs Fußball, das wissen wir, nicht funktionieren, dann sollte Plan B greifen. Und das ist eine gute schulische Ausbildung, um ihnen auch ein Leben nach dem Fußball zu ermöglichen. Das Ziel eines Jungen, der hier zu uns auf Schalke kommt, ist definitiv und zu 100% Profi zu werden. Die haben ihr Ziel, die wollen Profi werden und dafür tun sie alles und nutzen jegliche Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, um sich zu verbessern und ihrem Ziel dadurch näher zu kommen. Die würden ja am liebsten mit dem Ball ins Bett gehen, damit schlafen, morgens zum Frühstück mitnehmen und in die Schule auch. Die leben den Fußball. Für ausländische Spieler oder die im Ausland halt wohnen, so wie Mika oder der Matthäus oder eben in Amerika, da kannst du nicht mal hinfahren, wenn du mal 1 Tag oder 2 Tage frei hast. Und dann die sind ihre Eltern, Mika ist, glaube ich, jetzt schon fast 4 Monate nicht mehr zu Hause gewesen. Wir können natürlich die Eltern nicht ersetzen, aber wir können ein bisschen als Ersatz fungieren. Ob das jetzt der Peter, die Elke ist, ich oder andere Mitarbeiter. Die Jungs suchen sich einen Ansprechpartner. Und natürlich, wenn jemand krank ist, kümmern wir uns um die Jungs. Aber Eltern können wir nicht ersetzen, das wisst ihr selbst. Aber wir geben unser Bestes, dass wir eben kleine Dinge davon übernehmen können. Wenn ich eingeschlafen bin, dann ist für mich Feierabend. Ich sehe es auch nicht richtig als Arbeit. Ich sehe es als Vergnügen und dann sehnt man sich jetzt nicht unbedingt so nach Feierabend. Ah, 9-7. Bitte. Ah! Jetzt 1-1, komm. Ja, jetzt ist gut. Kamera ist voll. Kamera ist leer. Karte ist voll. It's a final. It's 1-1. Komm, Finale. 1, 2, 3, komm.